Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Für all diejenigen, die gerne einen Ersatz für den köstlich nach Knoblauch schmeckenden Wunderlauch oder auch Bärlauch suchen, mit denen man herrliche Pestos herstellen kann und auch einen leckeren Kräuterquark. Und da es diese leckeren Wildkräuter, also den Bärlauch und den Wunderlauch, leider nur im Frühling gibt, gibt es keine Möglichkeit, diese köstlichen und dazu auch kostenlosen Kräuter der Natur während des restlichen Jahres zu nutzen. Um diesem Missstand entgegenzuwirken, will ich euch das heutige Video nicht vorenthalten. Und zwar geht es heute um die Knoblauchsrauke, ein nach Knoblauch schmeckendes, köstliches, gesundes Kraut, mit dem man den Bärlauch und den Wunderlauch super gut ersetzen kann und welches man im Gegensatz zu Bärlauch und Wunderlauch das ganze Jahr über finden kann. Alhamdulillah. Und zwar ist die Knoblauchsrauke ein gesundes, mildes und doch sehr würziges Küchenkraut. Wie der Name schon sagt, besitzt sie ein leichtes Knoblaucharoma. Sie ist ein toller Knoblauchersatz für Menschen, die Knoblauch oder Bärlauch nicht vertragen können. Denn im Gegensatz zum Knoblauch hat die Knoblauchsrauke den Vorteil, nicht so intensiv zu schmecken und auch der unangenehme Geruch durch das Ausdunsten über die Haut entfällt. Die frische Knoblauchsrauke wirkt blutreinigend und harntreibend. Ebenso ist sie schleimlösend und hat einen positiven Einfluss bei Asthma, Husten und Bronchitis. Volksmedizinisch wurde sie zur Entgiftung und als Wurmmittel eingesetzt. Gequetschte Knoblauchsraukenblätter auf eitrigen Wunden und Insektenstichen wirken entzündungshemmend und desinfizierend. Die besonderen Inhaltsstoffe der Knoblauchsrauke sind ätherische Öle, Glykoside, Mineralsalze, Saponine, Senföl, Glykoside, Vitamin A und Vitamin C. Und ihre Eigenschaften sind blutreinigend, desinfizierend, entgiftend, entzündungshemmend, harntreibend, schleimlösend und verdauungsanregend. Und sie hilft bei Asthma, Bronchitis, Frühjahrsmüdigkeit, Husten, Insektenstichen, Wunden und Würmern. Und man findet sie, wie gesagt, super leicht überall im Wald. Und das auch das ganze Jahr über. Um daraus jetzt einen leckeren, köstlichen Kräuterquark herzustellen, werden wir die Knoblauchsrauke einfach ganz klein schneiden. Also so klein wie möglich hacken, also von allen Seiten mehrere Male durchschneiden, damit sie richtig klein gehackt sind. Und wenn wir das fertig getan haben, geben wir das klein gehackte Kraut in eine Schüssel. Und weil der Knoblauchgeschmack und Geruch bei der Knoblauchsrauke eben nicht so intensiv ist wie bei Bärlauch und Wunderlauch, geben wir noch einige Knoblauchzehen hinzu. Für diejenigen, die es eben knoblauchig sehr gerne mögen, so wie ich jetzt. Aber wer es nicht so gerne so knoblauchig mag und wer das Problem mit der Ausdünstung hinterher eben nicht haben möchte, der lässt den Knoblauch einfach weg. Und dann geben wir sowohl Bio-Quark als auch Bio-Frischkäse hinzu. Die Mischung dieser beiden Milchprodukte gibt eben eine sehr schöne Konsistenz und einen leckeren Geschmack ab, der sehr gut mit der Knoblauchsrauke und dem Knoblauch hier harmonisiert. Wer auf tierische Produkte ganz verzichten möchte, könnte stattdessen auch meinen leckeren Cashew-Dip mit dieser Knoblauchsrauke und dem Knoblauch zusammen herstellen. Das würde richtig super lecker schmecken. Mein Video zum Cashew-Dip, den kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Und dann würzen wir noch kräftig, wie wir gerade gesehen haben, mit Himalaya-Salz und mit frisch gestoßenem Pfeffer. Und dann kommt noch der Saft einer Bio-Zitrone hinzu. Der darf hier auf gar keinen Fall fehlen, der muss unbedingt dazu kommen. Und das war es eigentlich alles schon an Zutaten. Jetzt vermischen wir einfach alles richtig gründlich hier. Wer den Quark etwas flüssiger haben möchte, könnte einfach noch etwas Wasser hinzugeben. Aber man sollte bedenken dabei, dass die Knoblauchsrauke mit der Zeit etwas Wasser lässt. Deshalb braucht man eigentlich kein Wasser hinzuzugeben, denn mit der Zeit, also wenn man diesen leckeren Quark dann eine Weile lang stehen lässt im Kühlschrank, bildet sich etwas Flüssigkeit darin, was man dann hinterher einfach nochmal wieder verrührt. Ja, und damit ist dieser leckere Knoblauchsraukenquark fertig. Wir sehen, wir haben ein richtig großes Glas damit gefüllt und das hält jetzt auch richtig lange im Kühlschrank. Und diesen leckeren Kräuterquark, ich liebe den über alles, den kann man jetzt für alle möglichen Anwendungen benutzen, sei es als Brotaufstrich oder für Bratkartoffeln oder auch für Pellkartoffeln, als leckeren Dip zu rohem Gemüse aller Art oder auch für mein rohköstliches Knäckebrot, wie wir hier sehen. Das Video dazu kann ich euch auch nochmal verlinken. Als nächstes machen wir jetzt ein leckeres Pesto mit dieser Knoblauchsrauke. Was ich hier empfehlen kann, ist, dass man die Knoblauchsrauke 1:1 mit der Petersilie vermischt, um einen eventuellen bitteren Geschmack zu vermeiden. Und dann kommen alle anderen Zutaten hinzu, die klassischerweise zu einem Pesto hinzukommen. Einfach Knoblauchzehen noch, Himalaya-Salz,
frisch gestoßener Pfeffer und natürlich Parmesankäse. Und dann gebe ich immer meine gekeimten und wieder getrockneten Sonnenblumensprossen hinzu. Man könnte natürlich auch Nüsse verwenden, aber durch den Keimprozess vervielfältigen sich die Vitalstoffe, in diesem Fall der Sonnenblumenkerne, natürlich immens, was den gesundheitlichen Wert dieses ohnehin gesunden Knoblauchsraukenpestos erheblich vermehrt. Dann kommt der Saft einer ganzen Bio-Zitrone noch hinzu, wie wir gerade gesehen haben, und dann natürlich natives extra Olivenöl. Und davon ruhig ordentlich viel. Und das waren auch schon alle Zutaten für dieses gesunde Knoblauchsraukenpesto. Und jetzt wird einfach alles in der Küchenmaschine gründlich zerkleinert. Und wie das mit allen gesunden Wildkräutern immer der Fall ist, enthalten sie auch immer ein paar Bitterstoffe. Zwar sind die Bitterstoffe in der Knoblauchsrauke sehr mild ausgeprägt, trotzdem möchte ich wie gesagt empfehlen, die Petersilie noch hinzuzugeben, um eben jegliche Bitterstoffe darin zu vermeiden. Wer diesen Tipp beherzigt, erhält ein richtig köstlich und überaus gesundes Pesto, welches man sich jetzt das ganze Jahr über herstellen kann, ohne dafür jedes Mal auf den Bärlauch warten zu müssen, den es immer nur im Frühling gibt. Denn die Knoblauchsrauke hat nicht nur einen ähnlichen herrlichen knoblauchigen Geschmack wie der Bärlauch oder der Wunderlauch, er hat auch noch ähnlich gesunde Eigenschaften. Auch wenn er vom Knoblauchgeschmack her etwas milder ist und deshalb super gut noch mit Knoblauch ergänzt werden kann. Ja, und dann könnte man sowohl das Pesto als auch diesen leckeren Knoblauchsraukenquark in den Salat geben, wie wir gerade gesehen haben, oder einfach auf Brot schmieren. Beides zwei sehr leckere und auch gesunde Brotaufstrich-Varianten, die man aber abgesehen davon auch noch für viele andere Anwendungen verwenden kann. Zum Beispiel könnte man das Pesto auch für leckere Nudelgerichte verwenden. Ich werde euch mein Video hier zu dem Wunderlauchpesto nochmal verlinken, damit ihr seht, was man noch alles mit dem Pesto machen kann. Abgesehen also von dem leckeren Knoblauchsrauken Frischkäse oder dem Knoblauchsrauken Pesto könnte man natürlich noch viele andere Dinge mit diesem leckeren Kraut herstellen, indem man die Knoblauchsrauke zum Beispiel in den Salat gibt oder eine Knoblauchsrauken-Vinaigrette damit herstellt oder sogar auch eine Knoblauchsrauken-Kräuterbutter. Wie man die herstellt, das hatte ich euch schon in meinem Wunderlauch-Video gezeigt, das kann ich euch hier auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr einfach den Wunderlauch mit der Knoblauchsrauke ersetzen und genau die gleiche leckere Knoblauchbutter damit herstellen. Die köstliche und gesunde Knoblauchsrauke ermöglicht uns also das ganze Jahr über leckere Gerichte damit herzustellen, sodass wir den Bärlauch gar nicht so sehr vermissen müssen. Alhamdulillah. Das war's dann auch wieder für heute. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und wenn ihr mein Video mit euren Freunden und Bekannten teilt, vergesst auch nicht das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.